Herzlich willkommen am Deutschkolleg Stuttgart. Die Geschichte des Deutschkollegs sehen wir im Grunde hier hinter mir. Vor langer Zeit in den 70er Jahren sind Studenten nach Deutschland gekommen und hier auch nach Stuttgart und haben das Problem gehabt, ihnen fehlten die Deutschkenntnisse, um die Vorlesungen und die Seminare zu verstehen. Und dann sind sie hier zu den Hochschulseelsorgern im Ökumenischen Zentrum gegangen und haben um Hilfe gebeten. Und da haben die Hochschulseelsorger Leute gesucht, die hier bei Ihnen diesen Studenten helfen können. Das ist die Geschichte vom Deutschkolleg. So hat alles mal angefangen. Studenten helfen Studenten beim Deutschlernen. So ist das Deutschkolleg entstanden und aus dem Grund ist das Deutschkolleg heute inzwischen eine professionelle Deutschschule direkt auf dem Campus der Universität Stuttgart. Wir stehen hier im Café des Ökumenischen Zentrums. Hier ist auch das Deutschkolleg, hier sind auch die Klassenräume vom Deutschkolleg. Es ist Montag. Montag ist immer ein ganz besonders guter Tag, weil da gibt es im Café Falafel. Ich wünschte mir, Sie könnten das jetzt riechen. Hier duftet es schon wunderbar. Und an allen anderen Tagen gibt es hier auch wunderbaren Kaffee und andere Getränke. Ich heiße Raed und ich komme aus Palästina, Israel. Ich habe hier 1998 Deutsch gelernt im Ökumenischen Zentrum, Deutschkolleg. Ich bin nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Ich habe im Deutschkolleg damals Grundstufe 1 und Grundstufe 2 besucht. Ja, so hießen sie auch vorher. Es gab kein A1, A2, B1, B2. Danach habe ich die DSH-Prüfung geschrieben. Es gab damals keine Testabprüfung, sondern die DSH-Prüfung. Und die DSH war die deutsche Sprachschulung für Hochschulzugang. Ich bin immer noch in Kontakt mit anderen Teilnehmern, nicht mit allen, weil die meisten auch Stuttgart und Deutschland verlassen haben. Ich bin bei der Firma Hochland Café und hier im Haus bin ich seit 17 Jahren. Es hat mir Spaß gemacht, es macht mir immer noch Spaß hier zu arbeiten, weil das ein offenes Haus ist, ein Multikulti-Haus ist. So, kommen Sie bitte in mein Büro. Hier organisiere ich die Kurse, die wir anbieten. Hier findet die Einstufung statt, wenn neue Teilnehmer kommen. Hier ist Beratung und hier ist Anmeldung. Wenn hier Leute kommen, dann zeige ich Ihnen unser Kursprogramm, berate mit Ihnen, welche Kurse Sie besuchen können. Wir machen hier einen Test. Ich berate Sie, zeige Ihnen, welche Stufe Sie erreicht haben, welche Stufe Sie hier bei uns machen können, wie lange die Kurse dauern, wann jemand Test-DAF machen kann. Und wenn man sich einig wird, dann kann man hier dann sich anmelden. Wir haben ungefähr 70 Kurse im Jahr, 70 bis 80, führen regelmäßig den Test-DAF hier durch als Abschlussprüfung. Der Test-DAF ist wichtig, wenn man an die Universität möchte. Wir haben im Jahr 6 Test-DAF-Prüfungen. Die Test-DAF-Prüfungen sind ja vom Test-DAF-Institut zentral organisiert. Wir haben hier am Ökumenischen Zentrum 3 Kursräume. In diesen 3 Kursräumen können also 6 Kurse stattfinden, 3 am Vormittag und 3 am Nachmittag. Wir haben aber mindestens 7 bis 9 Kurse in jedem Kursabschnitt. Das heißt, wir müssen ein paar Kurse woanders anbieten. Das ist beim Verein
Deutscher Ingenieure. Das ist hier in der Nähe etwa 2 Kilometer vom Deutschkolleg Stuttgart entfernt. Haben wir dort noch zusätzliche Unterrichtsräume. Auch dort finden Kurse statt. Wir haben am Deutschkolleg pro Jahr etwa 1200 Teilnehmer, 1200 bis 1500 pro Jahr. Aus diesen Ländern haben sich die meisten Teilnehmer angemeldet. Das ist aktuell an erster Stelle China, dicht gefolgt von der Türkei, Syrien, auch ein häufiges Herkunftsland, Iran, Taiwan, Ukraine, Tunesien, Nigeria, Pakistan und Indien. Wir haben aktuell Anmeldungen aus 155 Ländern, also weltweit kann man sagen. Eine kräftige, saubere Tomate. Sehr gut, sehr gut. Tanzen. Ich habe Angst. Aber wenn alle Alkohol trinken, sie tanzen. Tanzen. Ich bin Chaitanya Sri Harika, ich komme aus Indien. Hallo, ich bin Rita und ich komme aus China. Mein Name ist Kento Uchiyama. Ich komme aus Japan. Hallo, ich bin die Nani. Ich komme aus Peru. Und hi, ich bin Aydin, ich komme aus Bosnien und Herzegowina. Ich bin Sore Jamel, ich komme aus Burkina Faso. Ja, ich suche einen Job in Deutschland. Und ich lerne Deutsch im Deutschkolleg seit Februar. Ich habe mit A1 begonnen hier und möchte hier in Deutschland arbeiten. Ehrlich gesagt, wegen Studium mache ich Deutsch, also lerne ich Deutsch. In die Zukunft möchte ich in Deutschland arbeiten, deswegen also lerne ich Deutsch. Vor 2,5 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, um Gesang zu lernen und als Sänger zu arbeiten. Mein Kollege hat mir damals eine tolle Gesangslehrerin in Stuttgart empfohlen. Deshalb habe ich mich entschieden, in Stuttgart zu wohnen. Um die Aufnahmeprüfungen der Musikhochschule vorzubereiten, habe ich mich an das Deutschkolleg angemeldet. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte. Elektrotechnik. Ich habe damals Deutsch gelernt, weil ich einen Master studieren wollte. Aber die Umstände von meinem Leben haben sich geändert und dann habe ich Ernährungswissenschaft studiert. Ich habe in Bosnien Bauingenieurwesen angefangen zu studieren und da hat sich die Möglichkeit ergeben, nach Deutschland zu kommen und mein Studium dort fortzusetzen. Aufgrund der ganzen Verwaltung habe ich dann im Prinzip hier Deutsch bzw. Bauingenieurwesen angefangen, erneut zu studieren. So, im Moment wohne ich in Stuttgart. Ich besuche intensiv Deutschkurs. So, wir lernen ungefähr 4 Stunden pro Tag. Viel Arbeit. Deutsch lernen ist eine Vollzeitarbeit. Und Nachmittag mache ich die Hausaufgabe. Ich hoffe, dass ich sehr schnell, sehr schön Deutsch sprechen kann. Ich bin im Moment in Stuttgart und also ich mache meine Bachelor- und Masterstudium an der Uni Stuttgart. Ich mache einen Deutschkurs jetzt. Nachdem meinem Deutschkurs ist mir Standard Universität studieren. Heute bin ich noch eine Sprachenschüler. Ich bin noch in Deutschschule, aber ich werde in 2 Wochen mit C1 fertig. Danach werde ich im Sommersemester mit dem Juni anfangen. Ich studiere Operngesang an der Universität der Künste Berlin. An die Pause. Hier konnte ich viele Leute kennenlernen und wir konnten über alles sprechen. Und eine andere Sache, wenn ich an Deutschkolleg denke, erinnere ich mich an Akkusativ und Dativ. Ja, Akkusativ und Dativ, das kann ich nicht vergessen. Immer schwierig. Die Lehrer und die Lehrerin, also die sind sehr, sehr nett und sehr, sehr hilfreich.
an Frau Herrmann und dass sie ein bisschen streng zu uns war, aber das war gut so. Ich erinnere mich an meine Lehrerin Frau Herrmann und einem Kollegen Maricel. Über Deutschkolleg erinnere mich gut daran, dass wir am Anfang im A1-Kurs nur auf Englisch gesprochen haben. Aber sie haben uns jeden Tag die Gelegenheit, die wir unser Deutsch aktiv probieren dürfen, gegeben. Und im B1-Kurs konnten wir schon immer auf Deutsch plaudern. Das zeigt schon, dass das Deutschkolleg für mich immer sehr effektiv war. Ich bin ja bis heute immer dafür dankbar. Wenn ich an Deutschkolleg denke, ich erinnere mich am meisten an gute Atmosphäre mit Deutschkolleg. Ich habe so viel gelernt. Es war sehr gut. Die Lehrerin war immer nett und ja, das hat mir sehr gut geholfen. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich meinen Mann kennengelernt habe. In dieser Zeit haben wir einen Ausflug in Ulm gemacht, von dem Deutschkolleg organisiert. Und da haben wir uns gesehen, kennengelernt. Das ist natürlich eine Zeit, die wir nie vergessen werden. Woran ich mich zusätzlich noch erinnern kann, ist auch an diese Struktur beim Deutschkolleg, was ich bis dahin nicht gekannt habe, Sprache zu lernen durch Spiele und so weiter. Also das war alles so super und spielerisch gestaltet, dass wir einfach das Ganze viel einfacher lernen konnten und dann ganz viele unterschiedlichen Leuten kennengelernt und aus unterschiedlichen Ländern. Das hat einfach Spaß gemacht, alles war super. Und an unsere Lehrer natürlich erinnern wir uns auch sehr gerne. Ja. Doch diese Grammatik und diese Wort mache ich viele missverständlich. Zuerst ich dachte doch, was bedeutet doch. Und das bedeutet Negation, in Negationsfrage oder etwas sowieso. Aber wenn ich diese Grammatik schon gelernt habe, dann verstehe ich. Ich denke, dass ich nicht so viel missverständlich gemacht habe. Ich war immer zu Hause. Ich hatte Angst, draußen zu gehen, einkaufen zu gehen. Dann war ich am meisten zu Hause und habe ich am meisten Essen bestellen. Aber als ich ein bisschen Deutsch gelernt hatte, war es für mich ein bisschen schwierig, mit den Menschen zu verstehen. Alle sind so schnell hier, man braucht Zeit, daran zu gewöhnen. Die Leiterin vom Deutschkolleg war eine Frau Hund. Und als ich das übersetzt habe, war es Frau Hund, aber Hund für uns auf Spanisch ist ein Schimpfwort. Und ich dachte mir, wie kann das sein? Das kann gar nicht sein. Es gab immer Sprachprobleme und Sprachmissverständnisse in der U-Bahn, bei der Ausländerbehörde oder beim Einkaufen, weil man die Sprache nicht beherrschen konnte damals und nicht beherrscht hat. Aber im Laufe der Zeit hat man sich verbessert. Also zuerst muss ich mein Bachelor- und Masterstudium abschließen und danach einfach in Deutschland 2 bis 3 Jahre bleiben und arbeiten. In 5 Jahren werde ich mit meinem Studium fertig, hoffe ich, und werde ich ein Elektrotechnik-Ingenieur und werde ich nach Burkina Faso fahren, weil ich meine Erfahrungen, die ich hier in Deutschland gelernt werde, in meinem Heimatland benutze. 5 Jahren. Hoffentlich spreche ich gut Deutsch mit meinen Kindern. Ja, das ist das Ziel im Moment. Mache ich Fortschritt in meiner Arbeit. Meine Pläne habe ich erfüllt und
Meine Pläne für die Zukunft, dass alles so bleibt, wie es momentan ist. Der Besucher soll Schlafsack mitbringen. Die Lehrerinnen sind sehr Profi. Sie haben Erfahrungen. Sie wissen, wie man schwierige Dinge einfach erklären kann. Ich heiße Petra Berle-Casares. Mein Name ist Beatrix Akçil. Ich arbeite seit 10 Jahren am Deutschkolleg Stuttgart und ich unterrichte hier, weil ich hier alle Stufen unterrichten kann, alle Niveaustufen und weil ich hier super motivierte Schüler und Schülerinnen habe. Und warum ich hier unterrichte? Weil ich Sprachen unterrichte, unter anderem auch Englisch. Und eben nach vielen Jahren auch im Deutschunterricht in Firmen bin ich dann hier beim Deutschkolleg gelandet. Aktivitäten gibt es natürlich sehr viele. Also meine Lieblingsmethode ist das 3-Schritte-Interview. Hier bekommt jeder Schüler eine Karte erstmal, entweder A, B, C oder D. Und dann gehen immer zusammen von einer Farbe A und B, C und D. Sie interviewen ihre Partner zu einer Frage, zum Beispiel, was hast du gern in deiner Kindheit gemacht? Das heißt, Partner A interviewt B, Partner B interviewt A. Genauso C zu D und D zu C. Das heißt, jeder spricht und jeder hört zu. Im zweiten Schritt gehen dann alle Partner von einer Farbe in eine Vierergruppe zusammen und berichten, was sie gehört haben. Nach dem zweiten Schritt kommen alle zusammen, wieder mit mir, und ich frage dann, wenn alle zusammen sind, haben Sie etwas so Interessantes in Ihrer Gruppe gehört, dass Sie uns das hier allen erzählen möchten? Was sehr großen Spaß macht am Ende eines Sprachkurses, finde ich immer die Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers. Zum Beispiel, wenn man einen Ausflug macht. Ich bin einige Male mit meinen Studierenden in eine Schokoladenfabrik gegangen und das hat ihnen natürlich sehr großen Spaß gemacht, mir auch, weil Schokolade isst, glaube ich, jeder gern. Anekdoten gibt es eigentlich sehr viele im Unterricht und wenn ich so überlege, ist es vielleicht keine richtige Anekdote, aber eine schöne Geschichte, die ich immer gern mitnehme. Ich hatte einmal eine Schülerin, Natalia, sie hatte Schwierigkeiten zu schlafen. Sie hat oft Schlafprobleme gehabt. Wenn sie dann wieder so eine schlechte Nacht hatte, hat sie immer gesagt, ach, besser nur 5 Stunden geschlafen als 3. Und manchmal, wenn ich auch mal nicht gut geschlafen habe, denke ich an Natalia und denke, ach, besser 5 Stunden geschlafen als nur 3. In der Corona-Pandemie sind die Teilnehmerzahlen natürlich stark zurückgegangen. Viele Teilnehmer konnten aus dem Ausland nicht einreisen. Viele Teilnehmer aus dem Ausland, die in Deutschland schon waren, sind zurück in ihre Heimatländer gegangen. Da hatten wir ungefähr 2020, 2021 etwa die Hälfte bis 2/3 der Teilnehmer, die wir sonst haben. Die Auswirkung war erstmal, dass wir kleinere Klassen hatten durch die Pandemie, in Präsenz, aber auch online. Natürlich in Präsenz der Unterricht mit Masken, das war eine Auswirkung, und natürlich das komplett neue Konzept des Online-Unterrichts. Am Anfang dachte ich, das
Das kriege ich niemals hin, ja, das schaffe ich niemals, weil ich eigentlich keine Freundin von Technik bin. Und am Ende war ich doch erstaunt, wie viel man doch online machen kann. Man kann eigentlich sehr viele Aktivitäten auch online durchführen. Natürlich geht der persönliche Kontakt verloren. Die Atmosphäre im Klassenzimmer ist einfach sehr viel aktiver. Man sieht die ganzen Studierenden auf einen Blick. Online hat man immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Aber ich denke, es war wirklich eine gute Möglichkeit, den Unterricht weiterführen zu können. Die Überraschung war sehr positiv, denn ich habe festgestellt, dass ich es erstmal kann und dass es mir Spaß macht und dass die Schüler mit dem Online-Unterricht auch was lernen. Natürlich ist die Mischung wahrscheinlich das Beste, hauptsächlich Präsenzunterricht und 1-2 Tage Online-Unterricht. Aber als Überbrückung war der Online-Unterricht für uns sehr, sehr hilfreich. Und ich persönlich habe ihn gemocht oder mag ihn weiterhin. Hallo, dann begrüße ich euch zum heutigen Tag. Und wie immer meine erste Frage: Haben Sie Fragen zu den Hausaufgaben? Ich habe hier ein Padlet für Sie vorbereitet. Sie können dann gleich über den Link hier eintragen oder selber notieren, welche Vorteile Sie sehen, wenn man auf einem Dorf lebt und welche Nachteile. Das Gleis. Das Gleis. Der Bahnsteig. Der Bahnsteig. Gut, okay. Also, ich glaube, da haben Sie jetzt schon gute Wörter gefragt. Es gab viele Arbeitsplätze im Bergbau, der in dieser Zeit seinen Höhepunkt erreichte. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Weiter geht's. Am Deutschkolleg gibt es Lehrerkonferenzen. Die sind immer große Momente des Sich-Treffens, denn wir sehen uns als Kolleginnen ja nicht regelmäßig permanent, jeden Tag. Vertreter der Hochschulseelsorger, Seelsorgerinnen bei uns. Ist das Mitgliedern hier auch oder ist das so ein Schnurri? Und so ist das, sind die Lehrerkonferenzen, die Besprechungstage immer gute Momente, sich mal wieder zu sehen, sich auszutauschen und auch die Lehre am Deutschkolleg weiterzuentwickeln. Die Lehrerkonferenz finde ich immer ganz arg toll, weil man dann viele Kolleginnen trifft, die man sonst übers Jahr eigentlich ganz selten sieht. Es ist eine gute Gelegenheit zum Austausch untereinander und natürlich ist es auch immer sehr interessant, neue Informationen zu bekommen. Obst. Fruta. Orange. Naranja. Reis. Arroz. Ich habe mit Deutsch zu lernen am Februar angefangen ins A1 und jetzt bin ich in C1 und ja, ich bin in Deutschkolleg seit 10 Monaten. Nur 10 Monaten. Ja, die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, haben mir gesagt, dass ich ein gutes Deutsch spricht. Dafür bin ich nicht sicher, aber alles kommt von Deutschkolleg. Alles. Mein Deutsch kommt hier von Deutschkolleg. Danke Deutschkolleg und ich hoffe, dass Sie viele Schüler wie ich in der Zukunft helfen werden. Vielen Dank an das Deutschkolleg. Wir haben ganz viel gelernt und immer, wenn wir irgendwo hingehen, werden wir immer gelobt von unserem Deutsch. Ich denke, wir sprechen ganz gut Deutsch und das müssen wir euch danken. Großes Dankeschön für unsere tolle Lehrer, die uns begleitet haben. Und ich weiß, am Anfang war es halt für sie wahrscheinlich auch nicht so einfach mit uns umzugehen und auf vielen verschiedenen Sprachen zu reden, beziehungsweise versuchen, uns was beizubringen. Ich möchte mich aber nochmal persönlich bei meiner Lehrerin Sonja bedanken und bei Uwe. Und Petra. Petra natürlich auch. Frau Herrmann. Genau, und alle anderen, die
ich jetzt namentlich nicht genannt habe, möchte ich mich auch bedanken. Deutschkolleg Stuttgart, 40 Jahre erfolgreiche Arbeit, 40 Jahre Studenten geholfen, 40 Jahre hier mit dem Ökumenischen Zentrum erfolgreich zusammengearbeitet. Herzlichen Glückwunsch. Ich denke, das ist eine ganz tolle Arbeit, eine ganz tolle Leistung und ich hoffe, es gibt noch viele, viele weitere Jahre und viele, viele weitere Teilnehmer, viele, viele weitere Biografien, die wir hier auf den Weg an die Hochschule bringen können. Ich gratuliere Ihnen herzlich zum 40. Jubiläum und vielen Dank nochmals an das Deutschkolleg. Zum Geburtstag wünsche ich dem Deutschkolleg natürlich ganz viele Deutschkurse mit vielen Teilnehmern und den Teilnehmern wünsche ich immer ganz großen Spaß beim Lernen, genauso wie den Lehrenden. Zum Geburtstag wünsche ich dem Deutschkolleg alles Gute, dass sie so weiterbleiben, wie sie bis jetzt sind und dass sie so weiter existieren auch. Das Deutschkolleg wird jetzt 40 und wir haben viele nette Kolleginnen und was ich mir wünsche ist, dass viele junge Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen, die vielleicht noch keine 40 sind, ihren Weg zum Deutschkolleg finden. Herzlichen Glückwunsch! Deutschkolleg, einfach so weitermachen. Deutschkolleg! Deutschkolleg! Deutschkolleg Stuttgart, Körting, wie kann ich Ihnen helfen?